Hallo Modellbahnfreunde, willkommen zum dritten Versuch, euch meinen Kellerfund zu zeigen, den ich über jetzt fast 10 Jahre im Keller hatte. Ich immer behauptet habe, ich besitze das nicht mehr oder nicht in der Menge. Meine Frau immer gesagt hat, doch, du hast einige Kisten, und ich habe euch das ja schon in meiner Community Story auf YouTube respektive auf Facebook etwas angekündigt, wer das dort jeweils etwas verfolgt. Und das, was ich da so gefunden habe, wollte ich natürlich im Video auch mal mit euch teilen. Und jetzt gehen wir mal rein und schauen uns so an, was es alles so gibt. So, jetzt stehen wir hier vor dem Haufen. Es dämmert schon etwas leicht, aber ich hoffe, das Licht, denke, reicht noch wirklich aus, um mir zu zeigen. Ihr seht jetzt schon die wieder neu und ordentlich eingeordneten Kisten und Kartons. Ich habe das vorher in ganz anderer Unordnung gehabt, will ich jetzt mal sagen. Ihr seht hier Landschaftsbau. Ich habe jetzt die Dinge schon mal zusammengepackt, und ich habe tatsächlich auch vorher schon mal ein Video gedreht, wo das Ganze live auseinandergenommen worden ist. Allerdings war ich etwas zu doof, meine Gimbal-Kamera zu bedienen, und ich habe euch dann meistens mehr Kartons gezeigt, anstatt die Inhalte, weil die Gimbal-Kamera, die hat sich immer wieder versucht gerade auszurichten, und das war natürlich dann etwas fatal. Wie ihr seht, habe ich hier schon einen Zwischenboden eingezogen. Die BTTB-Fahrzeuge sind jetzt, glaube ich, für uns alle nicht ganz so spannend. Hier unten hat es dann lauter Y-Wagen noch drunter. Ich habe hier einen Zwischenboden eingezogen, so dass die losen Fahrzeuge, die es hier hat, hier oben drauf sind, und die Fahrzeuge, die noch komplett zusammen sind, unten drunter. Ich habe mitbekommen, der ein oder andere hat das eben schon auf Facebook vor allem verfolgt. Da habe ich dann schon Detailfotos gemacht gehabt, und da waren vor allem die Sachen, die hier drin sind, spannend. Sowas kennen wir natürlich alle. Dieses Hochhaus in 1:160. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich sowas besitze. Einige Sachen waren mir bewusst. Dieser Bahnhof hier zum Beispiel nicht. Der war mir nicht bewusst, dass ich den so besitze. Die Brücke, die war mir bekannt, denn das waren alles Zutaten meiner ersten Anlage. Dieser, ich würde jetzt mal sagen, H0-Lokschuppen, der war mir so nicht mehr geläufig. Dem habe ich vermutlich übernommen, wo ich damals meine allererste eigene Anlage gekauft habe. Die Anlage, wo Videos darüber existieren, ich die aber zerstören musste. Dieser Bahnhof Neustadt-Dosse mit der Verlängerung, der ist mir bekannt, den habe ich damals gebaut, da war ich so 13 Jahre alt, irgend sowas in dem Dreh. Auch dieses Tor, was auch jeder kennt, das waren so Sachen, die habe ich gebaut. So Fahrzeuge aus der Zeit, eine Spardampflok, eine 95er, viele Gleise aus der Zeit von meiner Anlage hier. Und aber das Spannendste befindet sich jetzt hier, nicht diese Tunnelportale und auch nicht dieser Fallerbausatz Feuerwehr, der hier drüber ist, sondern hier drinnen, da waren schon alle ganz schön heiß drauf zu sehen, was es hier so alles drinne gibt, und da wurde sich ordentlich über die Bausätze ausgelassen. Ich will das jetzt mal sachte nacheinander. Auch hier habe ich 2 Etagen gebildet, so dass das gegen sich. Leider sind hier ein paar Sachen kaputt, also die sind nicht jetzt kaputt gegangen, die waren einfach schon kaputt, weil die Dinge, die ich hier gefunden habe und nicht mehr meinte zu besitzen, die stammen alle aus einem Nachlass von der Anlage, die ich damals in Eisenach gekauft habe, und man hat mir da viele Kisten mitgegeben, die ich eigentlich, seitdem ich die Anlage gekauft habe, nie geöffnet habe, um ehrlich zu sein, weil es mir damals immer darum ging, die Anlage wieder zum Laufen zu bringen. Das waren Dinge, die auf der Anlage installiert waren oder die derjenige damals selber gebaut hat. Also ich glaube, diese Scheune zum Beispiel hier, die habe ich mal gebaut, die hat es hier mit dabei gehabt. Die habe ich, glaube ich, jetzt irgendwie wieder 4 Mal. Ja, dann so die Standardhäuser wie sowas hier, was heute noch Auhagen-Bausätze sind. Aber eben auch das, zum Beispiel dieses Gebäude, dieses Stellwerk, was ältere Bausätze sind, aus Pappe, oder dieses kleinere, ich glaube, es ist eine N-Kirche,
Oder diese Windmühle, die glaube ich wiederum von der Größe her, wenn ich die Türen und so beobachte oder anschaue, eher H0 sind. Oder diese schnuckelige Gärtnerei. Dann tatsächlich, jetzt räumen wir mal hier die erste Etage ab. Auf dieses Stellwerk waren aufgrund des Erkers, den ich auch tatsächlich echt schick finde, der eine oder andere schon wirklich heiß, muss ich sagen. Sieht auch schick aus, ist ein Bausatz. Irgendjemand auf Facebook hatte jetzt mal geschrieben, was es war. Ich würde sagen, ich schreibe es unten in die Kommentare jetzt rein und blende da mal ein, von wem der Bausatz war. Es wurde aufgeklärt. Uvo war es auf alle Fälle nicht. Das weiß ich ja, dieses Gebäude nochmal mit Anbau, das hatten wir jetzt gerade schon. Einen sehr interessanten, ich würde auch H0 zuordnen, Schuppen. Könnte man jetzt auch als Bahnschuppen nehmen. Auch sehr spannend. Also die Anlage hatte damals echt Flair und war landschaftlich spannend, die ich da gekauft habe. Ihr kennt sie von meinen ganz alten Videos, wer mich seit den allerersten Tagen verfolgt. Diese Videos sind heute auch noch online. Schaut da gerne mal rein. Ich werde sie auf alle Fälle am Ende noch verlinken. Die Playlist alte Anlage. Ja, hier, das sind jetzt gerade alles so Dinge, die uns alle wohl bekannt sind. Ja, jetzt zum dritten Mal dieser Haustyp, bloß etwas kürzer. Bungalow, der macht mal was her. Habe ich so selten gesehen, muss ich sagen. Ja, das eine oder andere wird sicherlich etwas Einzug in Blankenheim finden. Nicht viel, weil ihr wisst, ich bin da, das sieht noch ganz schnuckelig aus. Ich möchte die Anlage auch nicht überfrachten, das mag ich nicht, sondern bei mir spielt da auch noch ein bisschen die Optik eine Rolle. Ja, und hier unten haben wir jetzt vor allem Brücken, Bauteile, recht viel und einige weitere Sachen. Das ist, glaube ich, jetzt ja, alte Mühlen, alte Übergänge. Alles noch recht gut erhalten. Ich habe es jetzt so verpackt, ihr das gesehen habt, mit so einem Zwischenboden, dass da eben, das ist jetzt hier bei mir in meiner Garage eingelagert, die an dem neuen Standort der Anlage Blankenheim auch ist. Da ist das auf alle Fälle sicher und trocken auch alles eingelagert in der Garage. Und ja, so kommt das dann auch in das neue Modellbahnzimmer mit alles. Eben, ich hatte auch bei Facebook schon mal angekündigt, sobald ich da mal sortiert habe, bin ich auch bereit, das ein oder andere abzugeben. Ist aber auch ganz klar, da darf sich der ein oder andere, hat sich da bei mir schon gemeldet. Ich werde mich aber jetzt in nächster Zeit dazu noch nicht zurückmelden, weil erstmal muss der Umzug über die Bühne gehen und dann kann ich mal noch so schauen. Vor allem, das war nicht clever, was ich jetzt hier gemacht habe. Und dann möchte ich aber auch noch mal schauen. Wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt, dass ich noch eine etwas größere TT-Anlage bauen möchte. Und da ist dann auch die Frage, vielleicht zieht das ein oder andere, da hält der Einzug auf diese Anlage. Und ja, so würde ich sagen, gebt mir da bitte noch etwas Zeit. Ihr dürft mich da gerne anschreiben, ihr dürft euch auch überlegen, also was ich jetzt schon ganz klar sage, je nachdem, was das für eine Person ist, wenn wir uns noch nicht kennen und du solltest Interesse hier an was haben, ich möchte nicht zwingend Geld dafür, aber du darfst dir gerne schon mal überlegen, was du mir als Gegenleistung anbietest, weil ich bin auch nicht die Wohlfahrt, sondern das Hobby besteht auch so ein bisschen daraus, vielleicht hast du in Sachen moderner Bahn was ich gerne nehmen würde dafür im Tausch oder haben wollen würde. Bei den Leuten, die ich kenne, da ist das immer über eine langjährige Freundschaft, ist das, ich sage jetzt mal, etwas anders. Da hat man dann anders die Möglichkeit, über solche Dinge zu sprechen. Aber falls jemand Interesse haben sollte und ich diejenige Person nicht kenne, eben, ich denke immer so ein bisschen Materialtausch Hand in Hand. Das heißt, ich gebe gerne ältere Sachen ab und wäre dann interessiert hier so an neuen Bausätzen, wie hier jetzt zum Beispiel Neustadt Dosse oder sowas. Vor allem wäre ich interessiert an Bausätzen,
die jetzt nicht zwingend von Auhagen sind. Das heißt nicht, dass Auhagen für mich schlecht ist, aber das sind so Sachen, die hat halt jeder TT-Banner. Die kannst du dir auch irgendwo nachbauen, aber was weiß ich, wenn es irgendein schöner, keine Ahnung, IKRA-Bausatz, irgend sowas ist, oder ich denke jetzt an den lieben Jürgen Konstruktor, der mir seinen Turm da vermacht hat, seinen Karl-Alexander-Turm, solche Bausätze. Also da bin ich dann natürlich gern bereit, wenn irgendwo jemand sowas hat und sagt, hier, ich interessiere mich für das eine oder andere und bin bereit zu tauschen für irgendwas, und da kann man sich dann gerne unterhalten. Und ich denke, so ist das dann auch eine faire Sache. Ja, hier habe ich x Bäume. Überraschenderweise, ich habe ja schon mal ein ganzes Päckel an den lieben Simon verschenkt. Grüße gehen raus. Und tatsächlich habe ich noch mehr davon. Wer mich kennt, weiß, dass ich diese Bäume nicht mehr in Blankenheim verwende. Deswegen, auch wer da dran Interesse hat, auch solche Sachen, hier bin ich noch am Überlegen, das könnte ich für mich noch verwenden. Diese Busch-Sachen, eben auch diese Landschaftssachen, da ist hier so, ich glaube, das kann ich noch wirklich gut für Waldböden verwenden. Dann haben wir hier unten, hier haben wir noch alte Z21. Ich glaube, jetzt wird es schwierig mit dem Licht. Ich hoffe, ihr kennt das, ja, so alte Schalter. Da kann ich dann vielleicht nochmal die Sequenzen einblenden, wo ich das bei besseren Lichtverhältnissen gefilmt habe. So, das packen wir nachher hier rein. Jetzt schauen wir nochmal hier drunter. Das waren Fahrzeuge, die haben wir uns angeschaut. BTTB kennen wir alle. Ich glaube, ist nicht ganz so spannend. Jetzt schauen wir hier nochmal rein. Hier haben wir alte Gleise, kennen wir auch alle, aber teilweise sehr, sehr gut erhalten. Auch Weichenantriebe, das sind alles U-Profil-Gleise. Ich habe die jetzt mal getrennt. Das normale, neue T-Profil-Gleis versus U-Profil. Jetzt sehe ich hier noch ein T-Profil-Gleis. Witzig, müßig sortiert und doch noch was gefunden. Ja, das sind vor allem Weichen dabei, die zwar jetzt etwas älter aussehen, aber wo man, wenn ich die jetzt gegen meinen Opa seine Anlage sehe, wo einfach die Weichen, irgendwo mal das Blech so verschlichen und durch ist, dass man da tauschen muss. Das eine oder andere wird da sicherlich noch zu meinem Opa gehen, aber so einen alten Antrieb habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ja, solche Sachen sind hier unten große Kreuzungsweichen. Manche Dinge sind kaputt, weil sie eben an dieser alten Anlage da entnommen worden sind und leider sehr unsanft. Aber ich sage jetzt mal, 80% der Gleise sind hier noch top erhalten. Ja, dann habe ich hier noch so alte Bausätze wie diese Spitfire. Und so zieht sich das jetzt hier durch. Und ja, das ist mein kleiner Kellerfund, den ich mit euch teilen wollte. Nichts Besonderes, nicht viel. Das nehme ich jetzt mit, respektive das zieht jetzt mit um und kriegt dann auf seinen Platz und wird nicht mehr im Keller jetzt knapp 10 Jahre vergessen, so wie es jetzt war, sondern kommt dann halt mit in den Keller, und das, was dort Verwendung findet, das werde ich behalten, und über alles andere kann ich mich mit demjenigen, der da eventuell Interesse hat, unterhalten. Also, dann würde ich sagen, jetzt geht es mal weiter, noch so ein bisschen nach Blankenheim, und bis später. Jetzt nochmal als kleine Gesamtübersicht mein Fund mit Tageslicht und etwas langsamer in der Übersicht. Hier auch die ganzen BTTB-Fahrzeuge und PKWs oder Straßenfahrzeuge. Also etwas die Highlights aufgeführt. Hier auch nochmal am Tageslicht etwas besser sortiert, oder der Tag, an dem ich das sortiert habe. Und für mich das schönste Gebäude, was ich dabei gefunden habe, dieses Stellwerk von Mamos. So wie mein größtes Highlight, diese Straßenlaternen, die ich wirklich schick finde, mit LED-Beleuchtung schon. Ja, ich würde sagen, das ist das vielbesagte später. Wieder im neuen Zuhause von Blankenheim. Wollte euch noch hier ein kleines Update geben, da ich hier sowieso, ihr seht das im Hintergrund, immer den Trockner leer machen muss
oder sollte. Das tue ich gar nichts, aber ich möchte, dass hier das alles dementsprechend ordentlich durchtrocknet und wie ihr das hier im Hintergrund an diesen ganzen Streifen schon sehen könnt. Hier wurde fleißig gespachtelt, weil wir jetzt langsam Richtung Boden und Farbe gehen. Der Boden wird verlegt, die Farbe ist festgelegt, die wird dann auch nächste Woche, kommt Farbe in den Raum, wird kein großer Unterschied, denn es wird ein Grau. Das wünsche ich mir. Finde ich schöner. Ich will nicht ständig alles weiß haben. Der Rest hier wird sowieso weiß, aber der Raum hier wird grau. Vielleicht streiche ich es irgendwann mal noch anders, aber jetzt habe ich Lust auf Grau. Decke, Böden, alles wird grau. Böden wird noch nicht richtig grau, aber Wand und Decke wird grau. Ja, so sieht es hier aus in den Räumen. Hier zieht dann das ein, was ich euch vorhin gezeigt habe, und natürlich Blankenheim. Ist gar nicht mehr so lang hin, circa, ich sage jetzt mal, ich denke, wenn ihr in einem Monat wieder von mir, so seht ihr mich besser, in einem Monat wieder von mir hört oder so, kann es sein, dass Blankenheim schon die ersten Videos hier aus dem neuen Domizil sendet. Ich werde auf alle Fälle richtig viel Platz haben. Habe jetzt nochmal nachgeschaut, ich habe beim letzten Video erzählt, dass hier so 7 Meter, nein, das sind mehr als 8 Meter Länge. Dieser Schlauch wirkt gar nicht so, muss ich ehrlicherweise sagen, aber es ist tatsächlich, wenn man es abschreitet, ist es riesig. Das heißt, Blankenheim, eine Anlage, die irgendwie 3,75 Meter ist, die wird wahrscheinlich hier drinnen sich verlieren. Deswegen will ich ja später mal eine andere Anlage bauen. Blankenheim ist mal so langfristig die Idee, auf Ausstellungen mit der zu gehen, wenn sie jemand sehen will, auf Ausstellungen, aber die eben auch so umzubauen, habe ich ja mehrfach erzählt, und dann vielleicht später mal hier in diesem Raum noch irgendwie eine Heimanlage oder eine weitere Modulanlage. Elektrische Hauptstrecke habe ich auch schon mehrfach erzählt, ist auch nichts Neues. Ich schaue mich am Markt immer um, was es da vielleicht so Spannendes gebraucht geben könnte, mit dem man arbeiten könnte, weil ich daran eigentlich viel Spaß habe, so eine Gebrauchtanlage zu erhalten. Vielleicht auch ein paar Sachen von meinem Großvater habe ich euch ja auch schon so ein bisschen erzählt. Ja, so ist der Stand der Dinge. Ich würde sagen, damit habe ich euch genügend geupdatet. Heute eher weniger Modellbahn, sondern eher so zwischendrin, damit ihr seht, wie das aussieht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte, ich würde mich über ein Abo freuen, wer das noch nicht getan hat. Viele von euch schauen meinen Kanal, haben aber den Kanal nicht abonniert, also würde ich mich freuen, wenn ihr das tut. Ein Like kostet beides nichts, würde ich mich natürlich auch freuen, und ich würde mich auch freuen, wenn der eine oder andere kommentiert, wenn er was sieht, was einem gefällt, was ich vorher schon gesagt habe. Also wenn es gewisse Modelle gibt, wo jemand großes Interesse dran hat, schreibt mich an, fragt danach, wir können gerne in Kontakt treten und können dann über alles weitere separat reden, via Mail oder sowas. Das würde ich mich auf alle Fälle freuen, und jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Restsommer. Wir werden uns sicherlich dann irgendwann im Herbst wiedersehen, denn jetzt mit Umzug wird es etwas schwierig. Ich würde sagen, bis dahin bleibt der Modellbahn gewogen, bleibt meinem Kanal treu und bis bald. Bis dann, ciao.